Wenn du einen Ratenkredit aufnehmen möchtest, dann ist die Wahl der optimalen Kreditlaufzeit sehr wichtig. In diesem Video zeigen wir dir, warum und wie die gewählte Laufzeit die Konditionen, die du von der Bank erhältst, positiv, aber auch negativ beeinflussen kann. Du erfährst, welche Vor- und Nachteile eine kurze und eine lange Laufzeit hat und wie du die Kreditlaufzeit festlegst, die zu deiner persönlichen Situation am besten passt. Am Ende zeigen wir dir noch, wie du die Gesamtkosten des Darlehens minimieren und trotzdem finanziell flexibel bleiben kannst. Warum ist die Kreditlaufzeit wichtig? Erstens, die Laufzeit beeinflusst die Kreditkosten. Neben der Zinshöhe beeinflusst auch die Kreditdauer die Kosten für den Kredit. Dabei wirkt sich die Laufzeit auf zwei Arten aus. Erstens, durch die länger laufende Rückzahlung musst du länger Zinsen zahlen. Dazu kommt, dass je länger die Laufzeit ist, desto weniger tilgst du und der Zinsanteil in der Gesamtrate bleibt hoch. Und zweitens, bei langen Laufzeiten steigt das Ausfallrisiko für die Bank. Dieses Risiko wird durch einen höheren Zins kompensiert. Laufzeiten von 24, 36 oder 48 Monaten gelten dabei als kurz und du kannst einen günstigeren Zins erwarten als bei Krediten, die 60, 72, 84, 96 oder 120 Monate laufen. Unter dem Video verlinken wir dir einen Kreditvergleichsrechner, der dir die Raten bei den verschiedenen Laufzeiten von verschiedenen Banken zeigt. Entscheidend ist dabei das repräsentative Beispiel der jeweiligen Bank, denn das zeigt den Zins, den 2/3 aller Kunden erhalten. Zweitens, die Laufzeit beeinflusst deine Bonität. Bei Ratenkrediten mit einer langen Laufzeit kann zumindest in den ersten Jahren deine Chance auf einen zweiten Kredit sinken. Grundsätzlich steigt mit jedem weiteren Kredit das Risiko für die Bank, dass du den zweiten Kredit nicht bedienen kannst. Je länger der erste noch läuft, desto größer ist es. Wenn du also in Zukunft größere Ausgaben planst, wie zum Beispiel einen Autokauf, für den du eventuell einen Kredit benötigst, solltest du das bei der Laufzeitplanung berücksichtigen. Die Vor- und Nachteile von kurzen und langen Laufzeiten. Vorteile einer langen Laufzeit: geringe Belastung der eigenen Liquidität, niedrige Monatsraten und größere Kreditsummen möglich. Nachteil einer langen Laufzeit: höhere Gesamtkosten und lange Verpflichtung für monatliche Zahlung. Vorteile einer kurzen Laufzeit: Gesamtkosten sind niedriger, in der Regel günstigere Zinsen und kurze Verpflichtung für monatliche Zahlung. Nachteile einer kurzen Laufzeit: monatliche Belastung ist höher und niedrigere Kreditsumme aufgrund höherer Rate. Die beste Kreditlaufzeit ermitteln. Am besten ermittelst du die Laufzeit auf Basis der optimalen monatlichen Rückzahlungsrate. Mache zunächst eine Haushaltsrechnung. Stelle also deine monatlichen Einnahmen den Ausgaben gegenüber und bestimme so eine Monatsrate für den Kredit, die du dir bequem leisten kannst. Berücksichtige dabei auch einen Sicherheitspuffer für unvorhergesehene Ausgaben. In den Kreditvergleichsrechner, den wir dir unter dem Video verlinken, kannst du die gewünschte Kreditsumme eingeben und dann verschiedene Laufzeiten ausprobieren. Zu jeder Bank im Vergleichsrechner kannst du dann die Ratenhöhe sehen, die 2/3 aller Kunden dort erhalten. So kannst du ungefähr einschätzen, wie lang die Laufzeit bei deiner Wunschrate sein sollte. Beachte aber, dass die Banken den Zins und damit die Ratenhöhe erst genau bestimmen, wenn du deine persönlichen Konditionen über eine Anfrage anforderst. Tipp: längere Laufzeiten mit Sondertilgungen. Wenn du monatlich niedrige Raten zahlen, aber trotzdem schnell schuldenfrei sein möchtest, kannst du eine lange Kreditlaufzeit mit Sondertilgung kombinieren. So kannst du dein Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Geldgeschenke oder andere Einnahmen dazu verwenden, schneller den Kredit abzuzahlen. Dabei reduzierst du die Kosten für den Kredit und bleibst trotzdem flexibel. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch einen Like da. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.